Hallo meine Lieben und alles Gute zum Welt-MS-Tag unter dem Motto Independent oder Independence und dem Hashtag Stronger than MS. Eigentlich wollte ich euch heute ein richtig motiviertes Video zeigen und euch erzählen, warum ich so unabhängig bin und Independence und MS ja überhaupt kein Problem ist. Und dann hat mir die MS einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht lügen und so tun, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist es einfach nicht. Meinen letzten klinisch bewiesenen Schub hatte ich letztes Jahr im November. Dann ging es mir im Februar nochmal schlecht und ich dachte, ich hätte einen Schub, weil ich so 5 Tage ungefähr ziemlich zu kämpfen hatte. Darüber hatte ich auch Videos gemacht, so Daily Vlogs, wie es mir denn geht. Und als ich dann jetzt Ende März in Deutschland war und noch ein MRT gemacht habe, hat mir das aber gezeigt, dass ich seit November läsionsfrei bin. Also für mich war es ein Schub, ob da jetzt eine Läsion war oder Peng oder es war ja keine Läsion da, aber für mich war es ein Schub im Februar. Und seitdem ging es mir gut. Ich hatte kaum MS-Kopfschmerzen, kaum Kribbeln, ich konnte vernünftig gehen und alles. Ich habe teilweise sogar vergessen, dass ich MS habe. Außer natürlich die 10 Minuten, wo ich mich halt gespritzt habe, 3-mal pro Woche, weil ich bin ja auf Medikamenten. Ich habe eine Basistherapie. Copaxone spritze ich mir 3-mal die Woche. Aber ansonsten ging es mir total gut. Und jetzt neulich, oder was heißt neulich, in letzter Zeit geht es mir halt emotional wieder ein bisschen schlechter. Ich bin wieder in so einer depressiven Stimmung gefangen, wo ich sehr schwer auch rauskomme, immer. Ich habe das nicht öfter, aber von Zeit zu Zeit einfach. Nicht 24/7, aber doch schon so, dass es mich belastet. Ich versuche mir dann halt immer zu sagen, nein, das bist nicht du, dir geht's gut, du lebst deinen Traum, du hast ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Teller, du hast Freunde und keine Geldsorgen und alles ist gut. Es ist nur die MS, die das jetzt bei dir auslöst. Und kleine andere Dinge natürlich auch. Es ist natürlich nicht 100% die MS. Aber die MS verschlimmert das halt. Und es gibt Tage, da hilft es mir das selber zu sagen. Und manche Tage, da hilft halt einfach nichts. Ja, und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Ich erzähle euch das jetzt alles, weil seit gestern geht's mir wieder ziemlich mies. Und ich habe total vergessen, wie sich das angefühlt hat eigentlich. Ich habe gestern wollte ich aufstehen, ich saß an meinem Schreibtisch, habe ein Video geschnitten und habe halt mein linkes Bein über dem rechten überschlagen, heißt das so. Und habe schon gemerkt, dass das Bein sich irgendwie komisch anfühlt, aber dachte, naja, okay, stehst du halt mal vorsichtig auf, weil ich mir noch ein bisschen was zu essen holen wollte gerade. Weil ich das nämlich schon mal hatte 2013. Da saß ich im Schneidersitz auf dem Sofa, längere Zeit, mit dem Laptop auf meinen Beinen, wollte aufstehen und ich habe meine beiden Beine komplett überhaupt nicht gefühlt. Also es hat auch nicht gekribbelt. Ich habe sie einfach nicht gemerkt und bin halt deshalb einfach auf den Boden gefallen. Wie gesagt, es war, als ob ich gar keine Beine hätte und bin halt mit der Seite, mit der Rippe voll auf meinen spitzen Ikea-Couchtisch gefallen und habe mir da eine Rippe geprellt. Es kam mir damals schon merkwürdig vor, dass es beide Beine gleichzeitig waren und so krass. Aber ich habe dann auch nicht mehr auf meine Beine so doll geachtet, weil ich dann halt mit meiner Rippe beschäftigt war. Deshalb weiß ich halt nicht mehr, wie das damals mit dem Kribbeln war. Aber gestern wollte ich dann halt auch aufstehen und bin schon extra ein bisschen langsam aufgestanden und habe halt gemerkt, dass mein linker Fuß praktisch nicht existiert und ich den überhaupt nicht gespürt habe und habe runtergeguckt und dann ist mein Bein schon, also unten der Knöchel schon so weggeknickt. Und dann habe ich mich schnell an meinem
Stuhl festgehalten unter meinem Tisch und habe mein ganzes Gewicht auf mein rechtes Bein verlagert. Und in dem Moment habe ich so Panik bekommen. Ich dachte, okay, was machst du jetzt? Lass dich erstmal auf den Boden sinken. Dann habe ich mich ganz langsam auf den Boden sinken lassen und habe erstmal beide Beine ausgestreckt und versucht ruhig zu bleiben, weil es mir so Angst gemacht hat. Und in dem Moment habe ich dann noch richtig gespürt, wie mein linker Fuß angefangen hat zu kribbeln. Und bevor jetzt irgendwer sagt, es ist doch nur eingeschlafen. Nein, ist es nicht. Gut, natürlich ist es vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber es hat dann von meiner linken großen Zeh bis hoch das ganze Bein, meine linke Seite über die Schulter in die Arme bis in den kleinen Finger gekribbelt. Also wirklich meine komplette linke Seite. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht da einfach sitzen und Däumchen drehen. Das würde mich viel zu kirre machen. Also habe ich an meinen Schreibtisch mich ein bisschen gehangelt, mir den Laptop runtergeholt und erstmal eine Freundin angeschrieben. Und halt einfach so erzählt, hast du kurz Zeit, können wir kurz nur ein bisschen schreiben oder irgendwas. Ich muss irgendwie das irgendwie mir jetzt erzählen. Ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Ablenkung. Dann haben wir ein bisschen geschrieben und währenddessen hat dann auch angefangen, meine rechte Seite zu kribbeln, also auch von der Fußspitze bis hoch in die Fingerspitzen. Und daher weiß ich, dass der Fuß nicht einfach eingeschlafen ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schub ist oder jetzt einfach eine Verschlimmerung der Symptome. Ich habe auch einen vollen Kopf, MS-Kopfschmerzen. Ich kann mich ganz, ganz, ganz schlecht konzentrieren. Nachdem es meine rechte Seite dann aufgehört hat zu kribbeln und es dann nur noch die linke war, habe ich versucht, langsam aufzustehen und meine Beine, ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Ich habe es, glaube ich, schon mal versucht. Meine Beine fühlen sich in solchen Momenten dann gleichzeitig total schwer an, aber auch gleichzeitig total leicht und schwach. Einfach total schwach. Und bei jedem Schritt fühlt es sich so an, als ob es mein letzter wäre und ich halt einfach irgendwann so umkippen würde. Dieses Gefühl in den Beinen ist heute auch noch. Als ich aufgewacht bin, waren auch meine beiden Unterarme taub. Nicht komplett taub, aber zu 90% taub. Das ist dann auch jetzt besser geworden, aber es ist halt trotzdem immer noch, ja, mein ganzer Körper ist halt einfach irgendwie so auf Schubsymptom. Wie gesagt, ich schätze mal, dass es daran liegt, dass ich in letzter Zeit wieder emotionalen Stress hatte. Außerdem hat jetzt die Regenzeit angefangen und bei mir ist es ja so, dass sich meine Symptome nicht verschlechtern, wenn es heiß wird, sondern eher, wenn es kühler wird. Also ich glaube, das ist jetzt einfach so ein Mix aus allem. Und die letzten Tage war ich halt auch viel unterwegs und ja, ich glaube, daran liegt es halt so. So ist jetzt der momentane Gesundheitsstand bei mir. Aber weil das ja auch ein trotzdem motivierendes Video werden soll, blende ich euch jetzt mal ein Foto ein. Dieses Foto zeigt mich vor einem Jahr und einem Monat. 1,5 Wochen nach meiner MS-Diagnose, vollgepumpt mit Cortison. Ich war dann 5 Tage im Krankenhaus, habe 5 Tage lang Cortison bekommen, 1000 Milligramm pro Tag. Und als das abgesetzt war, bin ich eine Woche später für 2 Monate nach Asien geflogen. Es hat funktioniert und das hat mir einfach von Anfang an gezeigt, dass die MS mich nicht schwach macht. Die MS hindert mich nicht daran, das zu tun, was ich machen will. Und wenn ich euch das nächste Foto zeige, was ungefähr genau dasselbe ist, nur 7 Monate später, das zeigt mich mit meiner Medikamententasche und alles meinem Hausstand, mehr oder weniger, wie ich am Flughafen sitze und gerade dabei bin, auszuwandern. Und auch das ist möglich mit der MS. Also zumindest mit meiner und meinem Gesundheitszustand. Ich kann natürlich nicht für MS
im Generellen sprechen, weil es wird ja nicht umsonst die Krankheit der 1000 Gesichter genannt. Aber für mich ist das möglich. Und durch die MS hat es mir einfach gezeigt, wie stark ich bin und wie stark mein Körper ist. Ja, die MS hat mich wachsen lassen. So, es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, das Wort, aber so beschissen es manchmal auch einfach ist. Gerade jetzt ist es einfach nur eine Momentaufnahme. Und ich bin trotzdem dankbar. Nicht dankbar, dass ich MS habe, aber ich bin der MS dankbar für alles das, was sie mir gelehrt hat, was sie mir beigebracht hat. Und ich bin ihr dankbar, dass sie mich immer stärker macht. Auch wenn mein Körper vielleicht schwächer wird, wird meine Seele immer stärker. Ich schieb das jetzt mal auf den Schub. Und das ist echt wahr. Und dazu stehe ich auch. Und dazu werde ich auch in 10 Jahren noch stehen. Die MS wird mich nicht brechen. Ich habe heute auch ein bisschen Fatigue und ja, deshalb werde ich das jetzt erstmal dabei belassen und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen MS-Welttag. Zeigt, wie stark ihr seid. Zeigt, dass die MS dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen. Schreit es hinaus in die Welt, macht auf MS aufmerksam. Zeigt den Leuten, dass es nicht der Untergang der Welt ist, damit diagnostiziert zu sein, aber dass trotzdem Verständnis, Empathie und Mitgefühl herrschen muss. Was natürlich auch gegenüber Gesunden gilt. Gesunden deshalb, weil wer ist schon gesund heutzutage? Wer würde sich als 100% gesund bezeichnen? Ja, und bevor ich mich jetzt noch mehr verzettel, höre ich jetzt auf. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, wir sind stronger than MS.